Dialog 1: Ein kaputtes Handy und ein stressiger Morgen. Max, hast du kurz Zeit? Ich glaube, ich habe heute wirklich Pech. Was ist denn passiert? Mein Handy funktioniert plötzlich nicht mehr richtig. Gar nicht mehr? Doch, ein bisschen schon, es geht noch an, aber der Bildschirm reagiert kaum. Manchmal passiert gar nichts und dann plötzlich öffnet sich irgendeine App von allein. Oh, das klingt nervig. Seit wann ist das so? Seit heute Morgen. Gestern Abend war noch alles normal. Ist es dir runtergefallen? Nein, eben nicht. Deshalb verstehe ich es ja auch nicht. Ich bin aufgewacht, wollte meinen Wecker ausmachen und plötzlich hat der Bildschirm gar nicht richtig reagiert. Was? Ich überlege nur, ob vielleicht Feuchtigkeit drin ist oder ob das System hängen geblieben ist. Keine Ahnung. Ja, ich habe es schon aus und wieder angeschaltet. Danach ging es kurz etwas besser, aber dann war wieder dasselbe Problem da. Hast du genug Speicher frei? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das könnte auch eine Rolle spielen. Wenn das Handy zu voll ist, läuft manchmal alles langsamer. Ja, das kann schon sein. Ich lösche nie richtig etwas. Ich mache viele Fotos und denke immer, das schaue ich mir später mal an. Ja, und später wird dann nie. Genau. Hast du heute wichtige Sachen auf dem Handy? Ja, leider. Ich wollte meiner Kollegin noch eine Nachricht schreiben und ich brauche auch mein Online-Ticket für die Bahn. Ah, okay. Dann ist das natürlich unpraktisch. Sehr unpraktisch. Ich war heute Morgen schon spät dran und dann hat auch noch das Handy angefangen, komisch zu werden. Konntest du denn trotzdem zur Arbeit? Ja, irgendwie schon. Das Ticket hatte ich zum Glück noch geöffnet, bevor alles schlimmer wurde. Aber ich habe richtig gemerkt, wie ich sofort nervös geworden bin. Das glaube ich dir. Heute läuft ja fast alles über das Handy. Eben. Termine, Nachrichten, Fahrkarten, sogar meine Einkaufsliste. Wenn das plötzlich nicht funktioniert, fühlt man sich sofort unorganisiert. Ja, Ich finde es so anstrengend, wie abhängig man von diesem Ding geworden ist. stimmt schon. Früher war ein kaputtes Handy ärgerlich. Heute ist es fast schon ein kleines Alltagsproblem. Genauso fühlt es sich an. Hast du schon geschaut, ob vielleicht nur die Schutzfolie kaputt ist? Nein, daran habe ich gar nicht gedacht. Manchmal reagiert der Bildschirm auch deswegen schlecht. Das könnte ich nachher mal prüfen. Oder du machst erstmal ein Backup, solange es noch halb funktioniert. Gute Idee. Daran hätte ich wahrscheinlich erst gedacht, wenn gar nichts mehr geht. Ja, typisch. Danke. Gern. Weißt du, was mich am meisten nervt? Was denn? Dass ich sowieso schon einen stressigen Morgen hatte. Erst habe ich verschlafen, dann habe ich meine Schlüssel nicht gleich gefunden und dann noch das Handy. Das ist wirklich eine schlechte Kombination. Ja. Und in solchen Momenten habe ich immer das Gefühl, dass plötzlich alles gleichzeitig schief läuft. Das kommt einem oft nur so vor, aber angenehm ist es trotzdem nicht. Nein. Und was machst du jetzt? Ich überlege, ob ich heute nach der Arbeit in diesen Handyladen in der Innenstadt gehe. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Ja, vielleicht können die wenigstens sagen, ob es ein großes Problem ist oder nur etwas Kleines. Das würde ich machen. Ich hoffe nur, dass es nicht teuer wird. Ja, das wäre natürlich blöd. Vor allem, wenn du eigentlich gar kein neues Handy kaufen willst. Genau. Meins ist erst 2 Jahre alt. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt schon wieder Geld dafür auszugeben. Verstehe ich. Vielleicht habe ich auch Glück und es ist nur irgendein technischer Fehler. Hoffentlich. Ich frage mich nur, wie ich bis heute Abend damit umgehen soll. So wenig wie möglich benutzen und vor allem keine wichtigen Sachen riskieren. Also keine Updates, keine neuen Apps, nichts Komisches. Genau. Und wenn du es schaffst, sichere deine Daten. Ja, das mache ich heute noch. Gut. Danke, dass du so ruhig bleibst. Ich war vorhin schon kurz davor, mich richtig darüber aufzuregen. Ja, aber aufregen
Macht den Bildschirm auch nicht besser Leider nicht. und vielleicht ist es am Ende halb so schlimm, wie es jetzt aussieht. Hoffentlich. Sag mir später Bescheid, was der Laden gesagt hat. Mache ich. Gut. Und bis dahin versuch dein Handy nicht noch mehr zu ärgern. Sehr witzig. Ich gebe mir Mühe. Das merkt man. Dialog 2. Ein Abend mit Gästen und alles dauert länger als gedacht. Daniel, bist du schon fertig mit dem Salat? Fast. Warum? Weil es schon 6:30 ist und die anderen um 7 kommen. Ja, ich weiß. Aber ich bin gleich fertig. Du hast es vor 20 Minuten auch schon gesagt. Ja, aber jetzt stimmt es wirklich. Was? Ich frage mich nur gerade, warum wir immer denken, wir hätten noch ewig Zeit und dann wird es am Ende doch hektisch. Weil wir optimistisch sind. Nein, weil wir schlecht planen, Das klingt härter. ist aber leider wahr. So schlimm ist es doch gar nicht. Das Essen ist fast fertig, der Tisch ist gedeckt und die Wohnung sieht auch ganz okay aus. Ganz okay? Im Wohnzimmer liegt noch die Decke auf dem Sofa, im Flur stehen 2 Paar Schuhe mitten im Weg und die Getränke sind noch nicht kalt. Ach, die Getränke stelle ich gleich noch auf den Balkon. Da ist es kühl genug. Hoffentlich. Mach dir nicht so viel Stress. Unsere Freunde kommen nicht, um die Wohnung zu kontrollieren. Ich weiß, trotzdem möchte ich, dass es nett aussieht. Tut es doch auch. Ja, aber in meinem Kopf sah das alles entspannter aus. Ich dachte, wir wären jetzt längst fertig und könnten noch 10 Minuten ruhig sitzen. Das dachte ich ehrlich gesagt auch, Und warum sind wir es dann nicht? weil der Einkauf länger gedauert hat als geplant, weil wir doch noch spontan den Nachtisch gemacht haben und weil du vor einer Stunde entschieden hast, die Kerzen auf den Tisch noch anders zu stellen. Sehr lustig. Stimmt doch? Ja, ein bisschen vielleicht. Siehst du, Ich will einfach nicht, dass unsere Gäste kommen und ich noch mit irgendeiner Schüssel durch die Küche renne. so weit kommt es schon nicht. Hoffentlich nicht. Was fehlt denn jetzt noch genau? Die Gläser müssen noch auf den Tisch, die Getränke nach draußen, der Salat braucht noch das Dressing und ich wollte eigentlich selbst auch noch kurz ins Bad, bevor alle da sind. Okay. Das ist machbar. Ja, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Es kommt nichts dazwischen. Wirklich? Natürlich nicht. Du klingst sehr überzeugt. Ich versuche einfach, einer von uns beiden ruhig zu bleiben. Ja, das ist wirklich nett von dir. Danke. Weißt du, was mich am meisten stresst? Was denn? Dass ich Gäste eigentlich gern habe. Ich freue mich ja darauf. Aber kurz vorher bin ich fast immer nervös. Ja, das kenne ich. Man will, dass alles gut läuft, alle sich wohlfühlen und nichts fehlt. Genau. Und obwohl wir unsere Freunde schon ewig kennen, fühlt es sich jedes Mal an, als müsste alles besonders gelungen sein. Dabei reicht es wahrscheinlich völlig, wenn das Essen gut ist und wir gute Laune haben. Ja, wahrscheinlich reicht das wirklich. Und unser Essen ist gut. Hoffentlich. Sophie, Was? du hast alles schon 2-mal probiert. Es schmeckt. Stimmt. Aber kurz vorher zweifle ich immer noch mal an allem. Das ist wohl dein typisches Muster. Leider ja. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich stelle die Getränke raus und mache das Dressing. Du gehst kurz ins Bad, atmest einmal tief durch und kommst dann wieder entspannter zurück. Das klingt eigentlich vernünftig. Natürlich klingt es vernünftig. Sehr bescheiden heute. Ich habe einen guten Tag. Offenbar. Und wenn du zurückkommst, sind wir fast fertig. Wirklich fast? Ja, diesmal wirklich. Gut, dann vertraue ich dir jetzt einfach mal. Das freut mich. Aber wenn in 10 Minuten immer noch nichts fertig ist, sage ich es dir. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Sehr gut. Übrigens, wenn unsere Freunde ein paar Minuten zu früh oder zu spät kommen, geht die Welt auch nicht unter. Ja, das stimmt. Und selbst wenn die Getränke nicht perfekt kalt sind, wird trotzdem niemand nach Hause gehen. Hoffentlich nicht. Sicher nicht. Weißt du, vielleicht ist das auch mein Problem?
Ich stelle mir vorher immer ein perfektes Bild vor und in der Realität ist es natürlich etwas chaotischer. Ja, aber genau das ist doch oft auch sympathisch. Meinst du? Ja. Ein Abend mit Freunden muss nicht geschniegelt und perfekt sein. Hauptsache, man sitzt zusammen, isst etwas Gutes und redet miteinander. Das klingt wirklich schön. Ist es auch. Gut, dann gehe ich jetzt kurz ins Bad und lass dich machen. Sehr gute Entscheidung. Und bitte vergiss das Dressing nicht. Vergesse ich nicht. Und die Getränke Auch nicht. und die Gläser? Sophie. Ja, schon gut, ich bin ja schon weg. Sehr gut. Und wenn du wiederkommst, wird alles deutlich entspannter aussehen. Ich hoffe es, Vertrau mir. ich versuche es. Dialog 3. Ein Gespräch über zu wenig Freizeit. Sag mal, Paul, hast du im Moment eigentlich auch das Gefühl, dass die Wochen einfach verschwinden? Ja, total. Warum fragst du? Weil ich gestern Abend plötzlich dachte, schon wieder Freitag fast vorbei. Und ich habe das Gefühl, die Woche hat gerade erst angefangen. Ja, das kenne ich. Man arbeitet, erledigt alles Mögliche und am Ende fragt man sich, wo die Zeit eigentlich geblieben ist. Genau. Und ich merke, dass ich im Moment kaum noch richtige freie Zeit habe. Was? Ich überlege gerade, ob du wirklich zu wenig freie Zeit hast oder ob du sie nur sofort wieder mit etwas füllst. Das ist gemein. Aber vielleicht nicht ganz falsch. Ja, leider. Was machst du denn im Moment alles? Naja, Arbeit natürlich. Dann Einkaufen, Haushalt. Ein bisschen Sport wollte ich eigentlich auch machen. Dann telefoniere ich oft noch mit meiner Mutter und irgendwie kommt immer noch irgendetwas Kleines dazu. Ja, das klingt nach einem ziemlich normalen Erwachsenenleben. Genau das ist ja das Problem. Es ist alles normal, aber zusammen fühlt es sich trotzdem zu viel an. Verstehe ich. Und wenn ich dann mal wirklich eine freie Stunde habe, nutze ich sie oft nicht richtig. Dann scrolle ich am Handy, räume nebenbei etwas weg oder denke schon wieder an morgen. Ja, das kenne ich auch. Man hat theoretisch Zeit, aber innerlich ist man gar nicht frei. Genau. Hattest du denn früher mehr Freizeit? Vielleicht nicht unbedingt mehr, aber ich habe sie anders wahrgenommen. Ich hatte öfter das Gefühl, jetzt ist wirklich Feierabend. Und heute? Heute hört mein Kopf irgendwie nicht richtig auf. Selbst wenn ich zu Hause bin, denke ich noch an Nachrichten, Termine oder Dinge, die ich nicht vergessen darf. Ja, das ist anstrengend. So. Ich frage mich manchmal, ob das normal ist oder ob ich einfach schlecht darin bin, abzuschalten. Wahrscheinlich ein bisschen beides. Sehr hilfreich. Gern. Nein, ehrlich. Also vielleicht stimmt es sogar. Ich glaube, viele Leute haben das Problem, aber manche merken früher, dass sie etwas ändern müssen. Vielleicht erstmal nicht versuchen, jede freie Minute noch sinnvoll zu nutzen. Wie meinst du das? Naja, manchmal muss Zeit nicht produktiv sein. Man darf auch einfach spazieren gehen, sitzen, lesen oder gar nichts Besonderes machen. Ja, theoretisch weiß ich das, aber praktisch denke ich oft, wenn ich schon Zeit habe, kann ich auch gleich noch etwas erledigen. Genau das meine ich. Ja, Und dann bleibt am Ende nie wirklich Ruhe übrig. Hast du feste Zeiten, in denen du dein Handy bewusst weglegst? nein, eigentlich nicht. Vielleicht wäre das schon ein Anfang. Was? Ich glaube, ich würde das schwer finden, Warum? weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte etwas Wichtiges verpassen. Und wie oft passiert das wirklich? Ehrlich gesagt fast nie. Siehst du? Ja, aber das Gefühl ist trotzdem da. Verstehe ich. Aber vielleicht musst du gerade deshalb kleine Grenzen setzen. Zum Beispiel, Zum Beispiel abends eine Stunde ohne Handy oder am Wochenende einen Vormittag, an dem du nichts planst. nichts planen klingt schön, aber auch ungewohnt. Ja, wahrscheinlich gerade deshalb. Weißt du, was mich daran so nervt? Was denn noch? Dass Freizeit heute oft auch wieder wie eine Aufgabe wirkt. Man soll sich erholen,
aber am besten richtig. Man soll Sport machen, Freunde treffen, gesund essen, entspannt sein und möglichst noch ein interessantes Hobby haben. Ja, das stimmt leider. Selbst Entspannung wird manchmal wie ein Projekt behandelt. Genau. Und wenn ich dann einfach nur müde auf dem Sofa sitze, denke ich schon wieder, dass ich meine freie Zeit schlecht nutze. Das ist wirklich anstrengend. Ja, Vielleicht musst du dir erlauben, dass freie Zeit auch unperfekt sein darf. das klingt eigentlich sehr vernünftig. Bin ich heute auch. Offenbar. Also mal konkret. Was würdest du gern öfter machen, wenn du wirklich mehr Ruhe hättest? Lesen, spazieren gehen, vielleicht auch einfach mal mit einem Kaffee am Fenster sitzen, ohne nebenbei etwas zu erledigen. Das klingt alles ziemlich machbar. Ja, eigentlich schon. Dann fang klein an. Nicht mit einem perfekten freien Wochenende, sondern mit 20 ruhigen Minuten. Das klingt weniger schwer. Eben. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Morgen nach der Arbeit direkt spazieren gehen, ohne vorher noch in 3 Läden zu laufen. Sehr gute Idee. Und das Handy bleibt in der Tasche. Noch besser. Und wenn meine Mutter genau in dem Moment anruft? Dann rufst du später zurück. Das klingt so einfach. Vielleicht ist es das manchmal auch. Vielleicht. Du musst wahrscheinlich nicht dein ganzes Leben umstellen. Nur ein paar Gewohnheiten. Ja. Und vielleicht nicht immer denken, dass jede Minute maximal sinnvoll sein muss. Genau. Danke. Jetzt fühle ich mich schon etwas weniger, als müsste ich mein ganzes Leben neu organisieren. Sehr gut. Dann war dieses Gespräch schon mal sinnvoll genutzt. Sehr lustig. Konnte ich mir nicht verkneifen. Das habe ich gemerkt. Also, kleiner Spaziergang morgen? Ja. Ich versuche es. Das reicht fürs Erste.